for English subtitle, push the subtitle button. Die 2013 National Reptile Breeders Expo ist jetzt offen. Alle Jahre wieder bin ich ja wieder hier. Mal sehen, was der amerikanische Markt uns zeigt. Ich schaue mich um für euch und hoffe, dass ich ein paar tolle Sachen finde. Viel Spaß. Und hier gleich mein gigantisches Intro-Tierchen, ein neukaledonischer Gecko, die Rhacodactylus lechianus. Meines Wissens der größte Gecko, den es gibt auf der Welt. Riesenviecher, der wiegt bestimmt, was weiß ich, halbes Kilo oder noch mehr. Absolut gigantisch. Schon mal für mich das Highlight der Show bis jetzt. Gespannt, ob ich noch was anderes entdecke, was annähernd da dran hinkommt, aber Hammertier, hab mich völlig verliebt in den Kerl. Hier haben wir einen Steve von Lipin Lichis. Er war so nett und mir den Riesen-Racco zur Verfügung gestellt hat. Er hat hier verschiedene Rhacodactylus. Das sind Lebengebärende. What is the scientific name of those? Rhacodactylus trachyrhynchus and Rhacodactylus trachycephalus. So the one we saw is how old, we say? This guy's about 7 years old, and they live past 30 years. Okay, also Anschaffung fürs Leben, über 30 Jahre. Absolutes Hammertier. You're not cooperating, buddy. So they will grow the whole life also like other reptiles? Yes, yeah, they'll continue to grow for their whole life. They do the majority of their growth up until 5 to 7 years, and then very small growth from there on. So, hier der Stand von mir. Ich habe hier ein bisschen probiert, mein Buch zu promoten und zu verkaufen. Soweit auch geglückt, sind nicht mehr viele da. Hier ist meine Hilfe aus Kanada eingeflogen. So you are my help, flown in from Canada to help me or what? I was flown in directly from Canada to help you on your stand, to make sales for the greatest Python book ever. Thank you. Ken Kuberski von Kanada, wir kennen von früher. Da haben einige neue, schöne Leopardgeckos. Radar, was immer ein Radar ist, noch nie gesehen. Yeah, usually it doesn't, the orange starts real little and then works its way down. It's already 7/8. Hier haben wir Pastel Puma. Echtes Ball Python Highlight hier. Hier haben wir viel Hognoses. I always hated ball python just as like an animal because it goes pat, nothing. The tail drove me crazy. So then I started looking into the genetics and I want to do these, but I got to finish a couple projects with the other stuff first. Poconos are great to be into because they do stay smaller. I mean, they're easy to take care of. Axanthic Anaconda. Nice under tank. They eat frozen thawed mice. You don't have to worry about going live, anything like that. And there's so many different. Hier. Where the breeders go. Breeders Circle. Hier der Jonathan Falls. Er ist der Boss von der Company. Und wie viele hier im Ball Python Business.
Citrus Super Pastel Hidden Gene Woma. Citrus Pastel Soul Sucker. Pastel Soul Sucker. Oh yeah, that's true. Forgot about that. Schöne Pumas hier. Hier haben wir Morton Wright Reptiles. Der Morton auch eine Institution im Reptilien-Business. Schon viel mit Spotnose, war ja einer der ersten. Viel Albinos. Hier haben wir einen Morton, wie er leibt und lebt. Hier der Gourmet Rodent. Größte Reptilienzucht der Welt, würde ich mal behaupten. Hier Noco Reptiles. Der Marshall van Torre war einer der ersten, der Crystal, seine eigene Special- und Crystal-Linie hatte. Particle Crystal, Chocolate Crystal. Hypo Crystal. Pastel Special. Bumblebee Crystal. Super Special. Banana VPI Accentic. Okay. Ich denke mal auch sicherlich einer der ersten. Hier haben wir Sean Bradley. Seine Firma Exotics by Nature. Auch schon lang im Business. Banana Accent. Hier interessante Clowns. Also bei den Clowns geht es gerade darum, die Reduced Pattern Clowns zu haben. Ne? Natürlich coole Geschichte. Hier yellowbelly.com. Das ist der Amir Soleimani. Kennen wir schon von früher. Schöne Sachen dabei. Candy Pure. Also kein Candiner, sondern richtige Candies. Das ist hier ein bisschen eigenartig nach meinem Geschmack. So Schnecken und Schildkröten mit Kinderköpfe. Okay. Jeder hat seinen Geschmack. Schöne Lavender-Albino. Hier der Ultimate Ball. Schöne Pumas. Der Arme war der erste mit Puma. Hier Citrus Puma, ne? Also Citrus Pastel Puma. Hier Champagne Super Stripe. Cooles Tier. Hier haben wir den Steve Rusis. Immer gut für einen Spruch. Stefan Broghammer. How is the show, Steve? Good? Excellent. Steve ist immer einer, der happy und zufrieden ist. Schöne Candies hier. Pastell Candy. Wow, cool. Nice. Pastell Leopard. Hier schöne Ghost Pites. Pastell Ghost Pite. Sold.
Ghost Pied. Die Größe hier ist schwer einzuschätzen. Jetzt im Vergleich zu Hamm zum Beispiel ist die Halle an sich natürlich viel größer, viel höher. Wobei Hamm mehrere Hallen sind. Also eben insgesamt ist Hamm sicherlich größer von der Ausstellerfläche. Wobei das hier zum Teil, wie gesagt, ganz schön täuscht, weil die Halle ist halt wahnsinnig hoch und breit. Ne? Und dann denkt man, irgendwie kommt es einem fast kleiner vor, wie wenn man rumläuft. Also man ist doch rund einen Tag beschäftigt, bis man alle Stände durch hat. Hier ebenfalls alter Bekannter, Vin Russo, Cutting Edge Herb, ja, bekannt durch die Russo-Leucisten, dann die mit dem Boas, Albino Boas, Hypo Sonora Leopard. ja, die hier sind natürlich cool. Russo Red Boas. So the Russo Red, it sounds like a red wine to me, not like a boa. No? Yeah, well, that's all I came up with. Considering Russo means red, so I figured it's just apropos. We'll name them Russo Red Boas. And it's something I've been working on for many years and line breeding to get the red. And as adults, they're very red. They're redder than a blood boa. Ja, very nice, very nice. Hier die ein paar Königspüder müssen auch sein. That's the Mystic Leucistic. It's called the Invisiball. The Mystic Leucistic. It's called the Invisiball. It's two traits in one, Mystic and my Leucistic. And you can see there's a pattern, a slight pattern in it. And as they get older, the pattern gets darker. So it's like a super Russo mystic. Yeah, exactly. Paar schöne Corner dann hier. Tessera Pieds. What is the tessera in the corn snakes? Tessera is the first dominant trait in corn snakes, and we just found out this year that there is a super tessera. We have the only one in the world right now. It's a completely dominant tessera. It's from a tessera to a tessera breeding, and we've bred this super tessera to normal corn snakes, and out of almost 100 eggs or more, we've made everything tessera, not a single snake that was not tessera. So the tessera is the one here with strange dots and points? The ones you see here with the strange dots and points is a tessera blood pied. These here are tessera, just straight up tesseras. Okay, so the tessera is a kind of striped one. Yeah, there's more over here too. Very popular snakes now. It's the first dominant trait, or I should say incomplete dominant trait in corn snakes, since there is a super form. Hier haben wir Broghammer Reptiles. Brog, the godfather of the bananas. Hey, Stefan. How are you? Fine. I said you are the godfather of the bananas, right? I am not the godfather of the banana. That's probably Kevin McCurley. How are you doing? Fine. What's new exciting this year? I have lots of GHI stuff. I got some Mojave GHIs, which are really cool. I have some butter GHIs. Got lots of banana combos. I'm going to take out the banana genetic stripe for you. Is that okay? Banana genetic stripe, yeah, absolutely. That's cool. We got the banana genetic stripe. And then on top of that, we got banana champagne, which is some of the first combos. We have this is Jim Stepplug, my good friend. He produced it like literally 4 days before we did. And that's a beautiful, beautiful animal. We also have a spider banana genetic stripe. It's in shed, so it doesn't show out all of its color. And then I'm holding on to a pastel banana genetic stripe as my breeder. So, turned out really nice, didn't it, Stefan? Absolutely amazing with the purple inside. And I don't know, over in Europe, if you guys seen this, I have a lavender albino champagne.
And so I have a lavender albino champagne pin male that I've been using for a breeder, and I still love lavender albinos, and I crossed it into my champagne gene, and I think it turned out pretty darn nice. Yes, yeah, it's a bit different from the color is more bright than the albino champagne. Yes, it is more bright than the albino champagne. When they get to be an adult, they actually keep their color really good, and they actually, when they become an adult, as far as an albino version goes, with the lavender albino version, you'll actually will see that it'll be a lot brighter. I don't know if you've ever seen this before, Stefan, but this is a firefly banana male. So I really like how the fire gene reacts with the banana gene. It's like an enhancer. It makes it more purple, a bit more purple, or what? Yeah, kind of. It blushes out the colors on it. Yeah, it makes I like the you see the purple on the animal. It looks very, very beautiful. I like how the ghost gene, or the fire gene, is kind of like a ghost, obviously a codon ghost gene, but anyway, it really makes the purple and the yellow fade out. I love how the fire gene has worked into the banana project, so I've actually been trying to incorporate a lot more fire into my banana projects this year, so this is one of the first ones I've done was the firefly. I have some other eggs cooking at home with the fire stuff, so I'm very excited about it. And here we have champagne banana. Yes, this is a first for us. I think Chun-Ku did it last year. This is the first time we've ever done it. Very excited about it. I can get the tub open here. It's, as you can see, I think the champagne and the banana gene turned out really nice. Yeah, cool. It's very cool. I've always been a fan of the champagne gene, and I like how it reacted here with the banana. So I'm excited to see this guy as an adult. So, very cool. Nice stuff. Perfect. Thank you. What else? Mojave GHI. Yeah, you've seen those. I have a pinstripe GHI, and then these are spider GHIs. Yeah, but I guess the number one is the banana genetics stripe, right? Yes. That's my favorite one here at the show. Mine too. Thank you, Brock. Thanks. Atomic 50.000. Ich denke, das ist gerade das teuerste hier. Jetzt zeige ich euch, was der Atomic macht. Das hier unten ist Atomic Fire Pastel. Das Witzige an dem Atomic-Gen ist, es teilt die Tiere mehr oder weniger in zwei Hälften. Es splittet die eine Hälfte auf, macht sie ganz hell, also wie wir sehen, es richtig zweigeteilt. Und rechte, linke Seite verschiedene Farben. Ne? Also es macht immer so einen Strich durch den Kopf, da unten sieht man so, das ist ein Atomic Spider da unten. Am besten kommt es natürlich hier bei dem hier zum Vorschein. Hier haben wir Dynasty Reptiles, kennen wir auch von den letzten Jahren. Ja, da haben wir echte Highlights hier. Coral Glow NGB. Coral Glow NG Calico. Coral Glow Super Pastel. Dann haben wir Coral Glow Sterling. Coral Glow Cinnamon und Coral Glow Lemon Blast. Und da hammermäßig. Coral Glow Enchi Axanthic. Ja, dieses Jahr das Jahr der Coral Glows und Bananas. Relativ viel GHI unterwegs hier. Hier GHI Männchen. GHI Weibchen. Albino Champagne.
Vollglow-Männchen. Hier haben wir den Don Sonderberg in der Cornader-Szene. Einer der Number Ones. Ich denke, er war auch mit einer der ersten, der die Palmetto Corns rausgebracht hat. Macht auch einiges mit den Scaleless Corn. Super perfect Scaleless. Don, what is the story behind the Palmetto? Yeah, the first palmetto corn was caught in the backyard of a lady in South Carolina. And, oh, sorry, I locked that. And I bought it from her, and we started breeding them. And the first generation were not visuals, so they obviously just were recessive in nature. So this is one of them, one of the 2-year-olds. And so when you breed this to something normal, you get normals, and then in the next generation, we finally got the color. And so for the moment, there are only females to sell, no males? Well, we have a lot of males, but in an effort to maintain some control of the market, you know, most people, when they get a new morph, if they don't do this for a living, they don't care how much they sell them for, and the value goes down. So we thought if we only allowed people to buy females, that the value of them would stay higher a little longer, and it would be more attractive to investors. And some of them have all this gray on the head, some don't. Sometimes they have the gray on the head, sometimes they have none. Hier sind die Babys. Yes, immer noch. The babies. And then these are the het babies. Also Het Palmetto, $2.000 immer noch. Palmetto, 5.000. There's the albino palmettos, 2 of those, and then next to them a charcoal and an anery palmetto, and then the rest of them are just regular palmettos. Also ich glaube, viele in Deutschland warten auf die Palmettos, aber hier Weibchen $4.000. Die halten ihren Preis wirklich strikt. Hier haben wir wegen den Australier-Stand. Todd Schaffer, Axanthic Blackhead. Hier schöne Schwarzköpfe. Hier Axanthic Blackhead nochmal. Das hier ist interessant. Colan's Python. Das ist ein Hybrid zwischen Boleni und Carpet. Ne? Das wäre also Teppichpython. Deswegen Colan's Python. Ja. Hier haben wir nochmal einen Colan's. Der Turtle Source. Richtig toll gemachter Wasserschildkrötenstand. Oder Schildkröten allgemein, überwiegend Wasser, aber auch Landschildkröten. Hier haben wir Reptiles Magazine. Früher unabdingbar. Jeder hat nach Europa dieses Reptiles Magazine bezogen. Das war noch vor der Internetzeit. Jetzt aufgrund vom Internet nicht mehr ganz so notwendig. Das gibt es auch als Tablet-Version. Bearded Dragon Central. Show Special, $30. Schöne Displays hier, toll gemacht. Citrus Head Hypo. Bei uns nicht möglich auf den Börsen, da Einzelhaltung angesagt ist. Kann man natürlich nicht so ein fancy Display machen wie hier. Die hier nennen sich Crimson Red. Tatsächlich richtig schön rote. Aber hier Hypo Translucent, Hypo Leather. Ja, genau, die großen Firmen wie Exoterra, also die international großen Firmen, haben hier halt ihre
Promotion-Stände, ne, wo sie Ware ausstellen. Daytona 2014 ist zu Ende. Waren wieder interessante Sachen. Irgendwie auch richtungsweisend, denke ich, in der Reptilienwelt, was es hier Neues gibt, was so Neues kommt. Ich hoffe, ich konnte euch tolle Sachen zeigen. Also bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Reptilienbörse. Da ist gerade Wayne Hill. Wayne, say goodbye to Germany. And goodbye to Germany. Wayne Hill, der Veranstalter der Börse. The National Reptile Breeders Expo for 2013 is now closed. We will see you next year, same time, same place. Ihr habt's gehört. Die Show ist rum. So auch unsere Episode. Also dann bis zur nächsten Folge und bleibt mir treu und check my boards. Oops, sorry. So your main job is you produce chocolate, Ken, is it right? That's completely correct, Stefan. Also, so sieht der kanadische Weihnachtsmann aus, der Schokolade produziert und weltweit Schokolade verkauft. Aber kein Witz, tatsächlich Chocolate Producer. Part-time job. Wirtschaft ist auch. Okay, Summit fällt aus wegen mangelnder Schärfe. Zwei Doofe, keiner hat eine Idee. Oh yeah? Two stupid guys, no idea. No, zero. Germany, woo! Say that. Bye bye.